Fußball 2000. Ich habe mich hier ins Barcello geschmuggelt. Es gibt einiges zu besprechen. Liverpool steht vor der Tür, Freiburg stand vor der Tür. Es gibt die eine oder andere Wackeligkeit zu besprechen. Wir werden das in großer Runde tun. Stefan, Lisa, Marvin und ich werden das hier so ein bisschen aufkehren. Ich werde mir jetzt aber erstmal hier einen Drink machen. Während ihr diese ganzen Dinge macht, die ich sowieso die letzten Wochen schon immer sage, liken, WhatsApp abonnieren, Instagram, macht euch Fußball 2000 Tattoo, all diese Dinge. Meine lieben Freunde, pam pam. Fußball 2000, wir sind wieder da und heute in der Barcello Bar. Das sollte sich gar nicht reimen, aber es hat sich gereimt, umso schöner. Gar nicht so schön das 2:2 der Frankfurter Eintracht in Freiburg. Man könnte meinen, ein Punkt, schiedlich, friedlich. Ja, sehe ich aber ganz anders. Da werden wir heute auf jeden Fall ein bisschen drüber reden. Aber wenn wir in das Spiel reingehen, Lisa, schön, dass du da bist. Danke. Müssen wir natürlich auch mal ein bisschen reingucken, denn die Eintracht hat sich defensiver aufgestellt im Vergleich zu den letzten Wochen. Da gab es ja sehr, sehr viele Gegentore. Das wollten sie verhindern. Kannst du mir erzählen, wie das ein wenig defensiver jetzt war? Also wenn die das 2:1 über die Bühne gebracht hätte, hätte ich gesagt, super, der Plan ist aufgegangen. Ja, ja. Aber wenn am Ende ein Freistoß reinfliegt, wo man eigentlich, ich muss sagen, gar nicht so viel Verteidigungskunst braucht, sondern man muss vielleicht die Mauer einfach richtig stellen und vielleicht in der Torwart-Ecke sein, ja. dann kannst du so ein Ding natürlich auch verhindern. Nein, aber ganz ehrlich, ich fand es schon stabiler. Also ich hatte schon das Gefühl, dass die Dreierkette oder in dem Fall dann restriktive Fünferkette funktioniert hat. Ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass es ein bisschen kompakter war. Kompaktheit. Aber ich meine, da müssen wir jetzt drüber reden. Das sind aber individuelle Fehler. Dann kannst du, ob Dreier- oder Viererkette ist dann egal. Wenn Koch so einen Schnitzer drin hat, dann nutzt es dir auch am Ende auch nichts, wenn du dann mit Dreierkette spielst. Also dementsprechend... Da sprichst du was an. Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Da müssen wir trotzdem nachher noch mal rein, ne? Weil das waren natürlich individuelle Fehler. Ich will trotzdem erst mal so ein bisschen darauf reingehen, wie das Korsett, das Defensivkorsett dann gewählt wurde. Denn es war so, Brown, der in der letzten Zeit ja eher Linksverteidiger gespielt hat, ist nach vorne gezogen worden, aber ist trotzdem jemand mit einer defensiven Natur. Ein Theat, der dann nach links gerückt ist. Wir haben Amondar in der Startelf gesehen. Christensen war wieder da. Ja? Gott sei Dank. Und ich glaube, Basti, das hat uns gleich ein wenig Sicherheit gegeben. Tatsächlich war es so, als er zum ersten Mal, als er zum ersten Mal zu sehen war, war sofort so ein Gott sei Dank Gefühl da. Ja. Das Gefühl hattest so ein bisschen, einer der Väter ist wieder da, der die ganze Geschichte so ein bisschen, Väter des Erfolgs. Beschütze uns. Ein bisschen stabilisieren kann, so ein bisschen Resilienz auch wieder reinbringt, so ein bisschen diese Power-Mentalität. Ich war aber überrascht. Abwehrbooster. Ich war überrascht, dass die Eintracht diesen Ansatz gewählt hat, den sie gewählt hat. Ja. Weil das war mir zu offensichtlich. So dieses von wegen, wir kassieren immer 4 Gegentore. Was machen wir? Lass einen Verteidiger mehr stellen. Weil ich fand, auch in den letzten Spielen galt das, was du gesagt hast. Ich weiß gar nicht, ob das eine systematische Frage immer war, sondern du kannst auch eine Viererkette weiter zurückziehen. Du kannst auch mit einer Viererkette zusammen verbunden mit den Sechsern stabiler verteidigen. Und du kannst dich auch mit einer Viererkette mehr konzentrieren. Ich fand es ein bisschen Captain Obvious-mäßig. Ich finde, dass man es im Spiel auch gemerkt hat, dass das komplett zu Lasten der Offensive ging, die sich in den letzten Wochen halt wirklich gut eingespielt hatte. Und da hast du so ein bisschen, meiner Meinung nach, so einen kleinen Bremsklotz reingelegt. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie Oldschool Niko Kovac-Zeiten, dass man sagt, okay, wir spielen jetzt wieder erstmal auf Chillen da hinten. Ob das jetzt funktioniert hat oder nicht, müssen wir jetzt mal im Detail betrachten, weil eigentlich hat es funktioniert. Weil diese weil diese Gegentore, hast du richtig gesagt, die haben mit der Systematik gar nichts zu tun. Nee, das stimmt. So, dieses Spiel fängt an und dann hat Robin Koch wieder so ein Ding drin wie gegen Bayern und du denkst dir so, Bruder, was ist los? So, ich habe mir dann die ganze Zeit Gedanken gemacht und ich bin bei der Lösung gelandet, dass Robin Koch ist ja frisch Vater geworden. Der kriegt einfach zu viel Schlaf wahrscheinlich. Und kann sich nicht konzentrieren und wird vielleicht irgendwann in seinen Memoiren mal sagen, die Geburt meines Kindes war wirklich eine schwere Zeit, da war ich unkonzentriert auf dem Platz. Vielleicht erledigt sich das in den nächsten Wochen, ich weiß es nicht. Eine Matratze ins Arbeitszimmer legen, das war unsere Lösung. Ja, dann kann einer immer raus. Glaubst du, dass Robin Koch ein Arbeitszimmer hat? Oder meinst du eine Matratze auf den Trainingsplatz? Genau. Also er wird sicherlich eine große Bude haben, das kann man schon regeln. Also da gibt es ja tatsächlich, um mal kurz mal reinzugehen, es gibt ja eine ganz interessante Statistik, die ja eigentlich belegt, dass die Eintracht pennt am Anfang. Ne? Es gibt in den letzten 7 Spielen... Wie wir alle auch. Ja, wie wir alle auch. Und ich habe da heute Morgen dran gedacht, weil ich war auch noch so ein bisschen im Halbschlaf und habe mir so ein bisschen die Wimperntusche drauf gemacht. Dann habe ich hier auch wieder ein bisschen mich verschmiert. Ne? Wie wir auch. So wie ihr alle auch. Nee, aber es ist so, in den letzten 7 Spielen 6 Mal in den ersten 10 Minuten Gegentor kassiert. So. Und das ist halt ein Beleg dafür, dass sie offenbar am Anfang eines Spiels nicht da sind. Oder zumindest noch nicht ganz auf der Höhe. Und mein Gefühl ist so ein bisschen...
die Thematik gab es letztes Jahr schon mal, dass die individuellen Fehler da waren in der Rückrunde. Und da hatten wir so ein bisschen das Thema, sie sind ein bisschen überspielt, ein bisschen müde, viele Spiele. Ich habe trotzdem das Gefühl, das ist, glaube ich, generell der Bundesliga, dass alle ein bisschen überspielt sind, teilweise alle Spieler. Das fängt jetzt schon an, zweite Länderspielpause. Es ist nur meine Theorie, dass das alles noch ein bisschen im Kopf ein bisschen dauert, ehe sie das alles verarbeiten können oder dass es ein bisschen anstrengend ist. Das finde ich eine sehr gute Theorie. Ich glaube, dass da auch definitiv was dran ist. Also, weil es ist auch so, und das muss man ja ganz klar so sagen, dass du immer wieder rausgerissen wirst. Du bist ja auch gar nicht in diesem Bundesliga-Trott drin, denn eine Länderspielpause jetzt kommt die nächste schon wieder. Was soll das? Hört auf damit. Jetzt rede ich mich doch wieder auf. Ganz ehrlich, das ist tatsächlich unfassbar lästig. Weil auch für eine Mannschaft, die sich erst mal einspielen muss, die immer wieder da genötigt wird, auch durch neue Transfers und so weiter und so fort, sich neu einzuspielen. Der eine kommt zurück, der andere ist jetzt Vater geworden. Liebe Leute, schreibt ihr übrigens mal in die Kommentare, was eure Tipps sind für Väter. Schlafentzug. Ja, für Schlafentzug. Was kann man tun? Nur die legalen Sachen bitte in die Kommentare schreiben. Ihr wisst, nicht schütteln. ja. Also wirklich, nur die legalen und guten Sachen. Schreibt es mal in die Kommentare. Aber ich glaube, das ist tatsächlich einfach wirklich ein Thema. Ja. Ich glaube, dass die Eintracht natürlich damit zusammenhängt, oder dass die Problematik damit zusammenhängt, dass sie auf der einen Seite nicht wach sind. Und du hast ja vollkommen recht, es sind die individuellen Fehler. Es hängt nicht an der Aufstellung. Es hängt daran, dass ein Koch genau so ein Ding macht, wie in den letzten Wochen das immer wieder passiert ist, Basti. Du reibst dir schon die Hände, weil du schon einen potenziellen Lösungsansatz hast. Nee, habe ich nicht, aber ich finde es ein bisschen zu billig zu sagen, ey, da ist jetzt eine Länderspielpause und dann hat Robin Koch so einen Schlaganfall. So, das hat auch damit nichts zu tun. So, ich glaube, das ist eher die Nachtsache. Nee, also dieser Fehler gegen Bayern und der jetzt in Freiburg. Also ganz ehrlich, wenn er den macht, das kann auch mit der Länderspielpause nichts zu tun haben. So, nee, ich meine nicht mit der Länderspielpause, ich meine ganz generell. Ich meine, wir hatten das Thema mal im Heimspiel und da hat Sepp Kneißl, der geschätzte Kollege, hat gesagt, ich habe ihn gefragt, wie kann das sein, dass die so viele individuelle Fehler haben? Und dann hat er gesagt, das ist ein Problem, dass die müde sind, aber nicht in den Beinen, sondern im Kopf. Und dass individuelle Fehler nur deswegen passieren, weil du nicht konzentriert bist, weil du nicht da bist, weil du müde bist. Keine Ahnung. Normalerweise, wenn wir jetzt im Februar, März wären, würde ich sagen, das Argument zählt, die sind müde, die haben zu viele Spiele. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass alle einfach ein bisschen überspielt sind. Ich habe das, also ehrlich gesagt, aber jetzt nur Eintracht-Spieler oder Bundesliga? Ganz generell, alle. Also bei der Eintracht merke ich das jetzt extrem, finde ich. Du hast auch die ganzen, dann U21, Brown, Collins, dann spielen sie plötzlich auch Nationalmannschaft. Die haben so viel zu verarbeiten, die Jungs teilweise. Und es läuft ja nicht immer alles gut. Und es läuft scheiße dann noch für Collins. So. Ja, genau. Koch, muss man ehrlicherweise sagen, in der Nationalmannschaft auch nicht so. Es zieht sich ein roter Faden durch. Es zieht sich irgendwie so ein bisschen durch. Also wir haben Oktober, ich würde nicht sagen, dass irgendwie die jetzt überspielt sind. Und du hast auch einen relativ großen Kader, da kannst du ja auch irgendwie, es wird ja auch viel rotiert und so. Ich weiß nicht, ob das der Ansatz ist. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob es für sowas immer eine Erklärung geben muss. Genau. So, ob das sind einfach Fehler und Fehler passieren unabhängig davon, ob man irgendwie gerade irgendwie, keine Ahnung, eine schlechte Phase hat oder müde ist oder was auch immer. Es ist halt tatsächlich, und da hast du recht, so, das ist ein Ärgernis diese Saison, dass du, und das hast du auch im Stadion oft das Gefühl, dass die Mannschaft nicht von Anfang an da ist. Unabhängig davon, ob sie ein Gegentor kassieren direkt, wie gegen Bayern oder jetzt in Freiburg oder eben nicht. Also oft das Gefühl hast, dass diese Intensität nicht von Minute 1 da ist, sondern erst so sich entwickeln muss. Erst ab Minute 5, ab Minute 10 und so weiter. Und das ist in der Bundesliga nicht so gut, weil das führt dann eben immer mal wieder zu genau diesen Gegentoren. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ganz kurz, ich glaube, dass sich das in den letzten Wochen auch einfach verselbstständigt hat durch so eine self-fulfilling prophecy. Das hat einmal angefangen, das kann passieren, in Leverkusen. Dann hast du so Pässe, wo du dann diese Freistoß-Action da hattest. Und ich habe das Gefühl, bei der Eintracht merkst du, auch bei den Verteidigungsaktionen, die funktioniert haben, wie die teilweise schwimmen. Dass sie einfach Angst haben im Kopf, zu denken, oh, kriege ich den Ball jetzt rausgeköpft. Da ist gar nicht mehr diese Klarheit drin, die du wahrscheinlich bekommst, weil sich das jetzt so und so häuft. Und wenn du nach einer Minute als Robin Koch wieder diesen Fehler machst, dann denken die alle, jetzt geht diese Scheiße wieder von vorne los, egal was für ein System wir spielen. Und die Eintracht hat es trotzdem im Spielverlauf dann trotzdem gut gemacht, weil es gehört auch zur Wahrheit. Die Eintracht macht diese Fehler, die Eintracht macht diese Fehler, stabilisiert sich dann aber. Ja. Aber trotzdem, ja, ich hab's jetzt... Sorry, ich muss ganz ehrlich sagen, Self-Fulfilling Prophecy klingt für mich wie so ein potenzieller Absteiger. Self-Fulfilling Prophecy klingt für mich wie so ein potenzieller Absteiger. Das ist jetzt auch... Ich meine, die haben jetzt ein paar Spiele viele Gegentore kassiert. Das ist jetzt alles auch noch kein Drama, wenn die sich jetzt noch schon in ein Gedankengerüst hineinarbeiten, wo sie Angst haben, oh Gott, was mache ich jetzt? Die sind noch zu weit oben. Das kann eigentlich auf diesem Niveau jetzt noch nicht der Fall sein. Also, das sieht man doch. Also man sieht doch eine sehr verunsicherte Defensive,
die jetzt schon selber anfangen, darüber nachzudenken. Und ich glaube, auch das kann dir auch auf Top-Level passieren. Das Problem ist, wenn es um Robin Koch passiert. Das Problem ist, wenn es um Koch passiert. Der ist Kapitän und Nationalspieler. Ja, und wenn der jetzt anzählen? Nein, aber wenn der schon anfängt mit individuellen Fehlern, dann, also ich sage, wenn so einer dann schon anfängt mit individuellen Fehlern, dann zieht sich das ja durch. Und das ist ja, er ist ja eigentlich der Anker, sozusagen der Fels in der Brandung als Kapitän. Und wenn der dann auch schon anfängt, diese Schnitzer zu machen, dann überträgt sich das, finde ich, ein bisschen auf diese ganze Hintermannschaft. Ja. Ich finde aber, dass man da jetzt, ich meine, das sind jetzt 2 Patzer gewesen innerhalb von relativ kurzer Zeit gegen Bayern und jetzt in Freiburg und die sind total ärgerlich. Und das ist aber trotzdem immer noch Robin Koch. Das ist ein Spieler, der ist jetzt Mitte, Ende 20 oder was, der hat jahrelang jetzt irgendwie internationale Erfahrung gesammelt, der ist Nationalspieler und so. Der wird sich jetzt schon irgendwie mal am Riemen reißen und wieder in die Spur finden. Das ist jetzt kein irgendwie 20-Jähriger, wo so eine Delle dann mal irgendwie wie bei Shaibi letztes Jahr, so, wo das mal eine ganze Saison dauern kann, dass das Grütze wird. Also ich bin mir relativ sicher, dass der wieder das Anker werden wird. Aber er ist natürlich gut beraten jetzt mal und dasselbe gilt auch für andere Leute in der Defensive, die auch so Anker sind. Wir haben schon über Arthur Theat gesprochen, vor 2 Wochen oder so. Den fand ich jetzt eigentlich gestern tatsächlich relativ stabil. War okay. Und das ist auch Teil der Wahrheit. Nach diesem individuellen Patzer von Koch war das defensiv eigentlich eine gute Vorstellung. Also, da haben wir in den Highlights schon drüber geredet. Und du hast es nochmal nackt gesehen in diesen 9 Minuten Zusammenfassung. Da war nicht eine einzige wirkliche Großchance noch von Freiburg. Das muss ich auch sagen. Und genau da kommen wir nämlich jetzt hin. Es ist trotz der individuellen Fehler ja so, es ist eine 1-0 passiert. Es war sehr ärgerlich. Es ist zu einer sehr frühen Zeit passiert. Danach kam von den Freiburgern wenig Zwingendes. Ich finde, Aurel Amondar hat das sehr gut gemacht. Ich finde, dafür, dass er reingekommen ist, war das eine sehr ordentliche Vorstellung. Und dann ist es ja so, wie Basti eben angedeutet hat. Dann hat die Eintracht zu einer, auch wenn sie, sag ich mal, geschwächt war, die Offensive, nicht so zu ihrer Entfaltung gekommen ist, trotzdem hat sich reingewuselt und hat Tore gemacht, wie sie ein Johnny Burkhardt halt macht. Und dann ist die Qualität eines Johnny Burkhardt halt da. Die haben wir uns erkauft. Ich habe den bei Kickbase. Ja, Mann, ey. Sehr 2 gut. Tore, ey. Sehr gut, dass du ihn bei Kickbase 27 Millionen hat er mich gekostet. Und wir haben uns alle gefreut. Auf das 1-1 war schon ein geiles Wuseltor. So, das ist halt so ein typisches Johnny. Ja. Und dann das 2-1. Das ist halt ein Tor, das macht ein Johnny Burkhardt. Das ist ein Stürmertor. Das ist kein Pretty Face-Tor. Reinmurmeln, ey. Das ist reinmurmeln, rein. Den ersten reingeschweißt in absoluter Neuner-Manier, den zweiten wie Ulf Kirsten früher, so halb mit dem Knie, mit dem Schienbein, irgendwie scheißegal, murmelt der ins kurze Eck. Ja. Liebe so Stürmer. Basti, was war dein Gefühl danach? Ich war ehrlich gesagt erleichtert, weil ich auch das Gefühl hatte, die anderen hatten ein bisschen Glück. Das waren ja keine 2 rausgespielten Tore, sondern das waren Situationen, ja, die sind so ein bisschen zufällig entstanden, aber dann hast du recht. Dann steht Johnny Burkhardt da und macht einfach Stürmertore. Stürmer. Das ist so ein bisschen das, was der Eintracht auch in den selbst mit diesen Weltklasse-Stürmern, die wir hatten, an gewissen Stellen sogar gefehlt hat. Ja. Also da wurde sehr viel Spektakel um die Tore gemacht. Richtig. Und jetzt schießt du halt einfach mal so ein ganz normales Augsburg-Tor. Ja. So ein räudiges 5-Meter-Raum rein. Ganz normal, wie du sagst, schießt dir selber ins Knie, dann wird er noch ein bisschen abgefälscht, der geht irgendwie rein. Kein Mensch weiß warum. Dann hast du ein Sniper-Tor. Wo du das Gefühl hast, ey, der ist auch beidfüßig. Du kannst hier klack, 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 der schießt dir den flach in die Ecke, schießt dieses Tor, dann führst du 2-1. Ja. Das Spiel hat es nicht unbedingt hergegeben, finde ich. Also außerhalb von diesen 2 Situationen hat die Eintracht jetzt keine unfassbar riesigen Chancen. Nein, gar nicht. Es war ein auf Stabilität ausgelegtes Spiel. Du hattest mit Freiburg auch eine Mannschaft, die auch merkwürdig drauf war. Du hast bei Freiburg gesehen, die haben schon ihre Qualität, die haben sich in den letzten Jahren auch für die Europa League qualifiziert, aber auch einen merkwürdigen Start gehabt, kommen aber langsam ein bisschen besser rein, sind aber immer ekelhaft. Das waren so 2 Mannschaften, wo du das Gefühl hattest, die treffen gerade in dieser ersten Halbzeit aufeinander, die eine kleine Identitätskrise beide haben. Ja, definitiv. Und keiner von diesen beiden Mannschaften auf diesem Spiel hatte eine Klarheit. Keiner wusste ganz genau, alle Fragen zu beantworten, sondern so hat auch viel reagiert und viel mal probiert, aber dann ging es nicht irgendwie. Das war eine sehr merkwürdige erste Halbzeit, die aber mit 2-1 für die Eintracht ausgegangen ist, wo du dann in der Halbzeit eigentlich sagen musst, okay Leute, so, das und das hat funktioniert, das und das nicht, wir haben jetzt Glück gehabt. Jetzt müssen wir anders aus der Halbzeit kommen. Aber das ist dann halt nicht passiert. Aber meiner Meinung nach hat die Eintracht in der ersten Halbzeit das gut gemacht. Defensiv, hat ein bisschen Glück gehabt vorne. Aber überragend, so dass man sagt, die haben jetzt mit einer spektakulären Offensivvorstellung dieses Spiel gedreht, das war es nicht. Nein, das war es nicht, weil die Eintracht hat im Endeffekt sogar nur eine Großchance, die man dann als solche quantifizieren kann, herausgearbeitet. Ansonsten waren es 8 Schüsse insgesamt in dem gesamten Spiel. Du hast schon gemerkt, dass die Offensivbewegung, die die Eintracht ja in der letzten Zeit ausgezeichnet hat, genauso wie die vielen Gegentore, sowohl Can Ubusun als auch Litz Dohan waren kaum präsent. Der Beste im Offensivkorsett war tatsächlich noch Shaibi, der versucht hat, die eine oder andere Schnittstelle zu finden. Das hat man schon gemerkt, also dass dadurch
dadurch, dass das ganze Konzept ein wenig anders aufgebaut war, das hat der Offensivreihe schon ein wenig wehgetan. Oder hängt das mehr auch mit dem Gegner zusammen? Was meinst du? Nee, ich glaube schon, dass es auch mit dem System zusammenhängt, ne? Weil klar, du hast einen Abwehrspieler im Zweifel dann ja auch mehr. Ich glaube ganz generell, dass das so ein bisschen auch deine Kopfsache ist. Du weißt, dass du einfach unfassbar viele Gegentore kassiert hast und du weißt, dass du jetzt erstmal eigentlich stabil stehen musst. Und ich glaube, dass das insgeheim auch ein bisschen bremst oder dass du schon mehr erstmal auf Vorsicht oder vorsichtiger agierst, ein bisschen mehr Stabilität und dass sich das natürlich nicht ganz so entfesselt oder dass du nicht ganz so frei dann bist, weil du schon auch immer Angst hast, wenn ich jetzt den Ball verliere, wenn ich jetzt ins Dribbling gehe und den Ball verliere, dann kann es direkt hinten wieder klingeln. Ich glaube, du hast schon gemerkt, dass eine gewisse Verunsicherung drin ist oder so ein bisschen so dieser Bremsklotz noch da war. Und ich glaube, dass das sich jetzt wieder ein bisschen verselbstständigen muss. Dass sie irgendwann jetzt merken, okay, wir stehen jetzt hinten, vielleicht auch durch Christensen wieder ein bisschen stabiler und dass dann ein bisschen wieder diese Leichtigkeit reinkommt. Ich glaube, es ist ein bisschen verkopft gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, es war alles einfach ein bisschen verkopft. Es war alles verkopft und von beiden Seiten. Basti hat es ja eben so schon sehr schön illustriert. Es war ja auch von Freiburg so. Ja. Die Freiburger haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Das war ein merkwürdiges Spiel und am Ende gehst du in die Pause und sagst, okay, keine Ahnung, wie das jetzt passiert ist, aber wir führen 2-1. Eigentlich alles geil. Eigentlich alles geil. Halbzeit habe ich gedacht, super geil. Ne? Und dann muss man noch ganz kurz sagen, ganz ehrlich, dass die Eintracht das so schafft, spricht auch für die Eintracht. Natürlich. All diesen Spielen vorher. Wir haben immer über Fehler uns beschwert und dies und das. Aber die Eintracht ist immer wieder zurückgekommen in Phasen. Selbst bei Atletico Madrid gab es eine kurze Phase mit diesem Anschlusstreffer und danach, dass du das Gefühl hattest, okay, ey, wenn jetzt hier das 2:3 fällt, dann haben wir ein anderes Spiel. Beim Bayern-Spiel war es genau das Gleiche. Du schießt dann dieses vermeintliche Ausgleichstor. So, beim Freiburg-Spiel kassierst du dieses Tor, lässt dich nicht beirren, hältst Freiburg vom eigenen Tor weg, machst irgendwie diese 2 Tore, ist ja auch egal. Ja. Ganz ehrlich, du musst dich auch nicht entschuldigen in der Halbzeit und sagen, oh, Entschuldigung, die waren nicht rausgespielt, nehmt das schon zurück. So, sondern nein, du führst dort, du hast die Mentalität gezeigt, das zeigt dir auch, dass du trotzdem gegen deine eigenen Fehler so ein bisschen anarbeiten kannst. Dass, wenn die passieren, es gibt ja auch Mannschaften, die fallen dann komplett auseinander und denken, ach du Scheiße, was geht hier ab? Die Mentalität ist da und du führst, auch wenn es jetzt nicht das spektakulärste ist. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die erste Halbzeit tatsächlich ein Stück weit eine interessante Weiterentwicklung ist, eine andere Dimension der Eintracht gezeigt hat, die du diese Saison halt noch nicht so gesehen hast. So, weil sie weniger spektakulär spielen und trotzdem mit einer siegreichen ersten Halbzeit rausgehen. Und dann denkst du, okay, es läuft. Und dann, lieber Herr Reich, war es ein wenig anders. Denn wir haben gedacht, okay, diese Stabilität könnte weitergehen. Ich muss auch sagen, dass auch in der zweiten Halbzeit die Freiburger nicht unfassbar viel angeboten haben. Ja, das war ja auch so. Also. Aber trotzdem war es extrem ärgerlich, nicht nur wegen eines Gegentores, sondern auch, und das muss ich schon sagen, du hast gesagt, naja, wenn man das jetzt, du hast ja in den Highlights schon gesagt, naja, natürlich hätte die Eintracht mehr anbieten müssen, aber man hätte auch sagen können, man hat es schlau runtergespielt. Mir war es tatsächlich ein bisschen zu wenig, was die Eintracht in der zweiten Halbzeit offensiv noch angeboten hat. Ich bin prinzipiell auch immer eher Team weiter mitspielen und aufs Dritte gehen so. Team weiter mitspielen und aufs Dritte gehen, das ist ein super Hashtag übrigens, liebe Leute. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr knackiger Name. Das ist mein Team. Aber wie gesagt, also das war schon so, dass Freiburg eigentlich keine großen Chancen mehr hatte in der zweiten Halbzeit. Ne? Und dann, wenn das jetzt noch 5 Minuten weitergeht, gehst du dann nach Hause, gewinnst 2-1 und denkst dir, okay, ey, alles richtig gemacht, das Ding souverän irgendwie runterverteidigt, wegverteidigt, alles in Ordnung. Und dann ist aber, du kannst nicht auswärts gewinnen, schon gar nicht bei einer Mannschaft wie Freiburg, wenn du 2 so individuelle Fehler machst. Da haben wir das Kochding und dann müssen wir wirklich über diesen Freistoß reden. Das ist mir ich bin vom Glauben abgefallen, als ich diese Mauer gesehen habe. Der Schiedsrichter zieht schon die Linie mit seinem scheiß Freistoßspray. Dann stellt Kauer Santos die beiden, ich glaube Brown und noch irgendjemanden, Götze, 2 Meter noch mal neben diesen Streifen, der da schon ist. So, da siehst du schon von dieser wie heißt die, Hawkeye-Kamera oder was, so wie frei diese Ecke ist. Ey, wenn du die noch weiter, wenn du Götze und Brown noch weiter von dieser Mauer nach links schiebst, dann stehen die beim Bierstand an. Da können die wahrscheinlich schon bei McDonald's. Das ist wirklich so, die sind schon auf dem Parkplatz dann. Das gibt's gar nicht. Und dann stellt er sich auch noch, macht er selber auch noch die kurze Ecke frei. Also da hätte wirklich jeder Einzelne, der hier sitzt am Tisch und die Leute hinter der Kamera auch noch und hinter der Bar auch noch, die beiden Gorillas da hinten auch, die hätten den auch ins kurze Ecke nagelt. Da hast du auch gesehen, wie schnell Grifo den ausführt, weil der konnte sein Glück gar nicht fassen. Der hat den einfach gesehen und hat gesagt, alles klar, geil. War wie ein Elfmeter aufs leere Tor. Unfassbar, ey. Also da muss ich mal wirklich auch ganz kurz rein. Ich weiß, wir müssen darüber jetzt sprechen. Es geht kein Weg dran vorbei. Das ist so unfassbar zwängende Situation. Aber liebe Leute, ich versuche, in der letzten Woche haben wir hier gesessen und haben versucht, jegliche Kritik von Einzelpersonen fernzuhalten. Ich halte das auch weiterhin für den richtigen Weg.
Aber ich muss trotzdem sagen, dass man, ihn an. wenn man in der Bundesliga spielt, muss man über den Gegner gewisse Dinge wissen. Genau, das ist es. Vorbereitung. Einfach nur Vorbereitung. Und da muss ich wissen, dass ich auf der einen Seite schon ein bisschen auch vermeide, Freiburger so eng vor dem 16er zu faulen. Das ist die erste blöde Situation von Brown, unnötig gemacht. Und dann muss ich wissen, dass die Freiburger einen Freistoßschützen haben, der auch schon ein bisschen älter ist, der das auch schon sehr lange gemacht hat, der auch mal hier im Frankfurter Umkreis auch schon gespielt hat, auch schon da Freistoßtore gemacht hat, Vincenzo Grifo. Und da muss ich wissen, da verteidige ich mit Mann und Maus. Und es sah mir an diesem Tag nicht so aus, als hätte irgendjemand auf dem Zettel gehabt, dass es einen Vincenzo Grifo gibt. Und da rührt meine Aggression her, weil das finde ich nicht mehr praktikabel. Das ist ein dummes, ein geschenktes 2:2. Und Lisa, da war ich ein wenig sauer. Ja, und ich auch. Okay. Um dich zu beruhigen. Das ist schön. Das ist schön. Um die Emotionen kurz rum... Nee, ich bleib bei den Emotionen. Schreibt auch in eure Emotionen in die Kommentare. Ich denke mir so, es gibt so 2, 3 in der Bundesliga. Grimaldo gehört dazu, spätestens das sollte man mittlerweile auch mitbekommen haben. Und auch die Eintracht mitbekommen. Auch die Eintracht mitbekommen. Ja. Auch die haben das irgendwie dann nicht ganz auf dem Zettel. Egal, aber auch Vincenzo Grifo. Und ich finde, das gehört auch zu einer Vorbereitung eines Torhüters dazu. Und keine Ahnung, was er mit dem Torwarttrainer in der Woche macht. Aber solche Dinge, glaube ich, bespricht man dann schon. Genauso wie man Elfmeterschützen wahrscheinlich bespricht und sich darauf vorbereitet, wer möglichen Elfmeter schießt, spricht man, glaube ich, auch, wer Freistoßschützen sind. Und ich glaube, jeder weiß es, dass Grifo einfach da outstanding teilweise auch ist. Und also die Mauer ist für mich wirklich, das ist für mich das größte Rätsel. Wahnsinn, ne? Du hast sofort gesehen, wo er hinsteht. Das ist also unfassbar, der stellt sich einfach von dieser Linie dann einmal noch, und das ist eine gerade Linie ins kurze Eck. Das ist unfassbar, ey. Ja, keine Ahnung, er spekuliert auf eine Flanke, aber selbst dann macht es keinen Sinn. Nee. Weil du kannst ja auch, selbst wenn er den reinflankt, kannst du mit der Mauer diesen Ball ja nicht blocken. Nee. Also das ist halt irgendwie, also keine Ahnung. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin so, ich will auch niemanden anzählen, aber ich glaube, so langsam muss man sich Gedanken machen, ob man es aushält. Ja. Und ich glaube, sie und zählte ihn an. Ja, ich will niemanden anzählen, aber ich werde ihn jetzt anzählen. Nein, das Ding ist, auch da habe ich wieder drüber nachgedacht. Ja. Ne? Auf der anderen Seite haben wir einen Atobolo. Ne? Der hat letzte Saison unter Streich noch, oder die erste Saison oder die letzte Saison unter Streich, hat er auch angefangen zu spielen und hat auch viele Fehler gemacht. Das ist natürlich. Und das gehört dazu. Und Streich hat ihn die ganze Zeit auch gestützt und hat es durchgezogen. Und wir sehen, es ist was aus ihm geworden und er ist jetzt mittlerweile Nationaltorhüter. Das ist gute Bob. Also deswegen bin ich hin und her gerissen, weil ich weiß, auf der einen Seite musst du jungen Spielern auch zugestehen, Fehler zu machen. Sie müssen aber auch daraus lernen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Caio Santos hat schon echt ein paar Böcke jetzt gehabt. Lisa, die Sache ist die, wir leben in der Zeit, in der beides möglich ist. Ja. Weil wir müssen auf der einen Seite, ganz klar sagen, dass das ein Fehler war. Ja. Ein krasser Fehler von ihm. Ja. Und das heißt ja nicht, dass ich ihn jetzt aus dem Tor befrage. Das ist auf gar keinen Fall. Trotzdem muss ich aber auch frei sein und sagen können, dass es ein Fehler war, der in einer blatant Art und Weise mich so wütend gemacht hat. Ja, jetzt kommt gleich noch ein Hinner um die Ecke. Mal gucken, was dann passiert. Also, lieber Basti, erlöse uns und sage uns, was wir damit machen können. Denn ich glaube, so ein bisschen Ärger, den hast du auch in deiner Reaktion nicht ganz wegbekommen. Der Bob, der neben dir saß, der war noch ein bisschen wütender. Aber selbst du bist wie ein Bob durch die Bahn gefahren und hast dir gedacht, so ein bisschen sauer kann ich auch mal sagen. Also erstmal würde ich festhalten wollen, dass niemand, der hier in diesem Raum ist, diesen Freistoßtor schießen würde, wie Grifo das gemacht hat. Ja, ich will die Leistung von Grifo auch hier nicht schmälern. Das ist ein brutaler Schütze. Das ist eine smarte Taktik. Die Qualität, dieses Ding musst du erstmal so machen. Ja. Das war nicht am 16er, sondern das waren 28 Meter. Das macht es noch schlimmer eigentlich. Ja. So, das ist ein bisschen weiter weg. Ich kann verstehen, dass er da auf diese Flanke spekuliert. Es ist im Endeffekt ein neuer Torwart, ein junger Torwart. Ich bin ehrlich gesagt verwundert, wirklich verwundert über die Verwunderung, was passiert. So die letzten Wochen, dieser Start, ich finde, das war alles da. Das hat man alles gesehen in diesen Spielen, als Santos so gehypt wurde. Klar. Hat man genau diese Sache auch schon gesehen, diese wilden Geschichten. Ja. Und das ist im Endeffekt ein Risiko, was du sehenden Auges eingegangen bist. Und du kannst dich jetzt nicht hinstellen und dich beschweren. Ich finde, dass das dazugehört. Der wird auch irgendwann da sitzen und sagen, so ein Ding fresse ich mir mit Sicherheit nicht mehr von Vincenzo Grifo. Also nein, wir wollen diesen Torwart haben. Aber das dann nimmt das bitte. Das ist was anderes. Das ist was anderes, ob du eine Mauer richtig stellst oder ob du mal unter einer Flanke durchkommst. Und ich will noch mal was anderes sagen. Das eine ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Aber was soll das jetzt bedeuten?
dass das, Dann sag ich, was das bedeutet. Das bedeutet, dass das ein richtig dummer, dämlicher Fehler war. So, und jetzt? Gar nichts. Nichts aushalten. Also, ja. so. Warte mal, lass mich mal ganz kurz da rein. Was soll das heißen? Ja, das heißt genau das. Da rein, Das heißt, dass das eine andere Qualität von Fehler ist, die vermeidbarer ist, als die man einpreist bei dem jungen. Ich will noch mal ganz kurz. Ich habe das eben gerade gesagt. Ich muss ganz kurz noch mal rein. Ihr habt mir offenbar nicht zugehört. Deswegen ist es genau das, was ich gesagt habe, dass beides richtig ist. Weil, was wir letzte Woche schon gesagt haben, dass man das aushalten muss, ist vollkommen okay. Trotzdem, und das ist auch, ich würde sogar sagen, dass es richtig ist, was ich sage. Ach, jetzt guckt ihr. Dass es trotzdem ein so dämlicher Fehler ist, der übrigens aber nicht nur an ihm begründet ist. Weil es ist auch ein Robin Koch, der mal zu ihm gehen kann und sagen kann, pass mir auf den Vincenzo Grifo auf. Mir geht es um die Gesamtsituation, dass das ein dramatisch beschissener Fehler war, der nicht nur an ihm hängt, sondern wenn er es nicht weiß, dann gibt es andere in der Mannschaft, die es wissen können und ihn darauf vorbereiten können und die ihn schnell warnen können. Aber da hat Lisa schon recht, da bereitest du dich drauf vor. Du weißt, wer die Elfmeter schießt, du weißt, wer die Freischüsse schießt und so weiter. Dann musst du da auch adäquat darauf reagieren. Also für mich ist das auch ein Torwartding. Also ich glaube, ich sehe das jetzt nicht als Robin Kochs Aufgabe, dem Torhüter zu sagen, stell die Mauer richtig und guck, der bringt den direkt aufs Tor. Sehe ich auch nicht so. Die Mauer ja, ich meine, es ist immer noch die Frage, Verantwortung übernehmen. Also ist immer noch die Frage, ob er dann trotzdem irgendwie über die Mauer haut und dann geht er trotzdem ins Eck so. Aber du musst in der Lage sein, die Mauer so zu stellen, dass das kurz eckdicht ist und nicht eine 2 Meter Gap da irgendwo ist, wo man einfach durchschießen kann. So, das geht halt nicht. Das ist halt ein Fehler, das meine ich. Aber findet ihr, dass das der Fehler war, diese Mauer? Ich finde gar nicht, dass die Mauer der Fehler war, weil das ist so ein bisschen das Torwartspiel. Es gibt Torhüter, die wollen nicht so viel Mauer, weil die wollen den Ball sehen. Ja, das ist im Endeffekt, das hat Santos nicht erfunden an dem Tag. Das Schlimme ist, dass der quasi rechts im Tor steht. Genau. Alles daran steht die Kombination. Wenn der mittiger steht, dann pflückt er dieses Ding ganz normal weg, dann ist alles in Ordnung. Der kam mir sogar fast noch dran. Im Endeffekt steht der 2,5 Schritte zu weit rechts. Ja. So, das sind 2,5 Schritte und ehrlich gesagt, es tut mir leid, Stefan, diese Fehler, die wirst du einpreisen müssen, auch wenn der dir jetzt zu krass ist im Vergleich zu den anderen Fehlern, aber das ist genau das, das junge Torhüter, wie du hast vorhin gesagt, wie Artobolo, das werden die lernen. Das wird dem nicht mehr passieren jetzt. So, der weiß ganz genau, das werden die jetzt besprechen. Diese Dinger, die passieren, damit sie danach besprochen werden, damit er sie eliminieren kann. Und wenn er es nicht eliminieren kann, weil er das nicht hinkriegt, dann ist die Wette der Eintracht nicht aufgegangen. Aber was hier läuft, ist eine Wette. Und ich bin trotzdem verwundert, dass die Leute schockiert sind, dass da an gewissen Stellen es noch hakt. Natürlich war das ein krasser Fehler, aber ich bin in keinster Weise überrascht, dass das passiert, weil das hat sich angedeutet und die Eintracht ist das eingegangen. So, und die Eintracht ist das eingegangen, was da passiert. Ja. Und dann musst du es halt auch durchziehen und den Torwart stärken und weitermachen. Ja, machen wir auch immer. Die Sache ist die, was ich sagen wollte vorhin, ist, dass das war halt ein viel vermeidbarer Fehler als diese anderen Patzer, die so ein junger Torwart hat. Du musst nur die Mauer richtig stellen und du darfst nicht selber ins Eck stellen. Der hat letzten Endes hat er die Mauer so gestellt, dass die Mitte des Tores gedeckt ist und er selber hat sich in die rechte Ecke gestellt, die linke war komplett blank. Und das ist halt eine Form von Fehler, die darf dir auf dem Level niemals passieren. Die ist so vermeidbar und das hat nichts damit zu tun, dass du zu spät rauskommst, dass du mal abräumst, dass du unter einer Flanke durchgehst, was auch immer. Das ist einfach, finde ich, wie so das kleine 1x1, das nicht funktioniert. Deswegen finde ich den Fehler halt vermeidbarer als andere. Das ist das, was ich sagen. Lisa, bitte? Ich glaube, entscheidend ist einfach, dass man so eine Fehler-Feedback-Kultur auch hat bei der Eintracht, dass man das genau so ansprechen kann, dass man auch benennen kann. Und ich fand, Topmöller war da auch schon sehr deutlich. Hat man so jetzt auch nicht immer von ihm gehört und gesehen, aber er hat ganz klar das als Fehler auch benannt und angesprochen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das auch tut. Aber dass man es dann eben jetzt aushalten muss oder zumindest, dass man ihm die gewisse Zeit gibt. Irgendwann ist auch die Zeit und die Geduld dann auch mal vorbei. Ich will da jetzt gar keinen Zeitraum nennen, sondern ich glaube, dass so eine Saison, man muss einem jungen Torhüter mal mindestens eine Saison geben, dass man das aushalten muss. Aber muss halt auch angesprochen werden, dass er genau daraus auch lernt. Also, ich finde es ganz spannend. Basti preist es in diese allgemeine Fehlerriege ein, die möglich sein muss. Ich verstehe das. Für mich ist es tatsächlich ein Fehler, der außergewöhnlich ist und den ich als zu gewichtig empfinde, ihn in die normale Fehlereinpreisung mit reinzugeben. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Weil ich glaube, wir sind hier alle dabei, dass es klar ist, dass Santos eine Wette ist, dass es im Endeffekt darum geht, einen jungen Torhüter zu etablieren. Das haben wir in den vergangenen Wochen auch immer wieder gesagt. Und es gehört auch dazu, du hast Artobolo angesprochen. Ja. Das ist auch ein Spieler. Und das vergessen viele Leute übrigens auch bei uns in den Kommentaren, die sagen, ja guck mal, Artobolo macht nicht diese Fehler. Das ist seine dritte Saison jetzt. Genau, dann habt ihr ihn nicht verfolgt. Das ist nämlich genau der Punkt. Das sind genau diese Dinge, die passieren. Ich fand diesen individuellen Fehler
in der Gesamtkonstellation, aber auch von dem Start, auch mit Brown, dass er den Fehler macht, dass er ihn so früh, dass er ihn so eng am 16er schon foult, fand ich auch schon dämlich. Habe ich schon gesehen, geht in die falsche Richtung. So, das finde ich insgesamt zu krass. Heißt aber nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, ich würde einen Wechsel machen. Nein, das war nur so ein Ding, was mich sehr, sehr ärgert und was ich als fernab der Gesamtrechnung, das sind die Fehler, die reinkommen, als sehr gewichtig empfinde. Und deswegen reden wir hier so intensiv und extensiv darüber. Und das ist, glaube ich, das ist der Unterschied. Du preist in dieses Allgemeine mit ein. Mir ist es zu krass. Das heißt, natürlich wird er diesen Fehler hoffentlich nicht mehr machen. Aber das ist schon so ein Warnschuss, wo ich sage, so viele Dinge können wir uns nicht erlauben. Davon ab würde ich persönlich aber einen Teufel tun und sagen, okay, jetzt müssen wir handeln, jetzt müssen wir aber etc. rein. Diese Diskussion, da müssen wir uns trotzdem runterkühlen. Das hat die Eintracht im Endeffekt gesagt, sie will das nicht, sie will diesen Weg gehen. Dann müssen wir damit gehen und ich glaube, es ist auch okay. Und jetzt kann Basti was sagen, weil er schon mit den Hufen schaut. Ja, ich würde das gerne zur Diskussion offen stellen. Weil es ist trotzdem, ich kann die Diskussion verstehen. Weil im Endeffekt reden wir hier nicht über eine Übergangssaison, das ist die Champions League-Saison. Die Eintracht spielt in der Champions League, die hat sich zum ersten Mal für die Liga, für die Champions League qualifiziert. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Meinung dazu, muss ich sagen. Also ich hätte eine ganz andere Variante gewählt vor dieser Saison. Aber jetzt ist die Situation, wie sie ist, weil man muss dazu sagen, wenn das jetzt, wie du sagst, wahrscheinlich ein Jahr dauert, bis er wirklich sich diese Wettkampfhärte abholt und so weiter und wenn man ihn entwickeln will. Und ich meine, Santos scheint ja auch wieder eins von diesen Ablösesummenprojekten zu sein, zu sagen, ey, da erhofft man sich eine gewisse Summe und bla bla bla. Dann nimmst du ja in Kauf, dass solche Dinge passieren. Und ich würde tatsächlich, wenn wir beide jetzt irgendwie so ein Santos-Fehler-Ranking machen würden, dann würde der bei mir nicht mal in den Top 3 landen. Ich weiß nicht, ob ihr das Mainz-Spiel nicht gesehen. So, da hat er, glaube ich, in diesem Spiel selbst mehr Fehler gemacht als jetzt da in Freiburg. So, das weiß man. Er hat aber auch, muss man sagen, spektakulär gehalten. Das heißt, ich kann verstehen, was man in dem sieht. Der ist wahnsinnig. Also was, wie der Bälle greifen kann, festhalten kann. Ist er aber seit Spannweite und so. Seit er wieder zurück ist, hat er jetzt damit auch noch nicht so unbedingt geglänzt. Ne? So, aber ganz ehrlich, halt, ne? Im Endeffekt ist er vielleicht, da, was das betrifft, auch ein armer Kerl. Weil die meisten Gegentore, die er gefressen hat, waren mit Sicherheit nicht seine Schuld. Sondern da hat die Abwehr ihm keinen Gefallen getan. Und dann kommen hier Dinge zusammen. Das ist wichtig. Eine formschwache Abwehr. Ja. Also Santos ist mit Sicherheit nicht dafür verantwortlich, dass wir hier 18 Tore in den letzten Spielen kassiert haben. Da haben wir was nicht heißt, dass er nicht in Freiburg durch die Flanke durchsegelt, dass er jetzt da die Mauer falsch gestellt hat, einen Schritt zu weit da war, bla bla. Das ist ein Faktor von mehreren, warum du so viele Tore frisst. Definitiv. Und das Problem ist, was mache ich jetzt? Ja. Halte ich das aus, den Sturm? Und ich gehe davon aus, dass die Eintracht das macht. Ja. Und dann ist die Frage, lohnt sich das? Lohnt sich das? Weil wir haben hier zwei verschiedene Sachen. Einmal die Langfristigkeit, einmal die Kurzfristigkeit. Ich glaube, etc. würde dir kurzfristig wesentlich mehr Stabilität geben durch seine Erfahrung. Und es hat auch gut funktioniert scheinbar mit seinen Vorderleuten. Oder wartest du jetzt ab, bis sich das einspielt und wenn Robin Koch wieder auf Betriebstemperatur ist, wenn Theat wieder auf Betriebstemperatur ist, wenn sie sich einspielen, wenn es da irgendwie so ein bisschen ein stabileres Korsett gibt, dann glaube ich, dass Santos es auch einfacher haben wird. Und, das habe ich ganz am Anfang angesprochen, was mich am meisten gestört hat in diesem Spiel, war diese Fünferkette tatsächlich. Weil das war wieder so eine Korrektur aus so einem Aktionismus heraus. Digga, du hast mir die ganzen letzten Wochen erzählt, du vertraust dieser Mannschaft, das sind individuelle Fehler, das waren individuelle Fehler. Und jetzt stellst du das Spielsystem um. So, das ist mit Sicherheit für diese Abwehr, die sich einspielen muss, auch nicht ideal, wenn da andere Konstellationen sind. Deswegen, man muss einen Weg finden, wie sich das gesamte Defensivkonstrukt irgendwie stabilisiert, weil dann wird Santos auch in der Lage sein, da mitzuschwimmen. Erstmal, was nötig ist für einen jungen Spieler, der wird dir nicht alleine diese Stabilität bringen. Du wolltest noch einen Punkt dazu machen. Ja, mehrere. Ich glaube, das ist auch so eine Gesamtdynamik, wo man ihm nicht unbedingt einen Gefallen getan hat. Weil ich sage, man hat ihn einfach viel zu früh schon wieder in dieses Tor gestellt. Der Junge hatte einen Kreuzbandriss. So, das ist eine Verletzung, die hat er ja konservativ behandeln lassen. Also da kann ich auch gar nicht einschätzen, wie sich das dann da irgendwie im Knie anfühlt. Ich hatte auch noch nie einen Kreuzbandriss, I don't know. Aber man weiß ja, was ein Kreuzbandriss eben mit einem Sportler auch anstellt und dass eine gewisse Instabilität ist. Und ich finde, ohne Not hat man ihn viel zu früh in diesen Kasten gestellt. Ich glaube, dass er selbst einfach noch nicht so vielleicht ganz so weit war, noch nicht ganz. Und dann entsteht eine Dynamik, dann auf einmal schwimmt dann alles da hinten, die Abwehr. Er selber ist irgendwie auch noch nicht so da. Und da denke ich mir, hätte man ihm schon noch mal 2, 3 Spiele geben müssen, den etc. einfach noch mal ein bisschen spielen lassen können, dass er einfach in sich stabil ist. Aber was hätte das geändert? Ja, ich habe das Gefühl, dass er einfach total so
und verunsichert, so instabil ist. Ich verstehe das schon, weil im Endeffekt trägt es ja dazu bei. Du hast ja eben gerade gesagt, du hast ein defensives Konstrukt, was gerade nicht stabil ist, weil individuelle Fehler dazukommen. Jetzt ist jeder ein bisschen verunsichert, von Koch bis Theat. Und er kommt dazu und ist halt selber nicht so sicher. Ja. Ne? Wäre er natürlich derjenige gewesen, der nicht aus einer Verletzung kommt oder so, wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen. Aber er kommt in ein unsicheres Konzept im Vergleich zur letzten Saison. Weil als er reinkam, da war ja alles stabiler. Du warst in einer anderen Halbphase und dann bist du reingekommen und konntest glänzen. Und gleichzeitig die Fehler, die du auch gemacht hast, die sind nicht ins Gewicht gefallen. Die sind nicht so ins Gewicht gefallen. Ne? Naja, also gegen Tottenham eventuell schon. Tottenham und Mainz. Aber du hast trotzdem gemerkt, wie die Rezeption war. Du hast trotzdem gemerkt, wie jeder dann, ja, okay. Aber wir haben ja auch gesehen, wie es in Istanbul war und so weiter und so fort. Ne? Es war trotzdem ein anderer Vibe. Jetzt ist es halt ein bisschen heftiger und du willst auch noch was sagen. Ja, es ist halt undankbar, ne? Weil du hast jetzt, 8, 9 Spiele gespielt oder so und hast jetzt schon so die Ansätze einer Torwartdiskussion. Und wenn du jetzt noch mal so 2, 3, 4 Wochen ins Land ziehen lässt und sich das nicht stabilisiert, dann wird diese Diskussion lauter werden. Aber das kannst du ja selber beeinflussen. Da muss die Eintracht halt ganz klar sagen. Machen sie auch. Ja, so, aber dann ist es okay. Da gibt es ja keine Diskussion. Die gibt es ja trotzdem, wenn das Umfeld darüber redet. So. Wir sitzen ja auch hier und reden darüber. So, ne? Also, oder heute war bei hessenschau.de schon ein Artikel dazu, die FR wird auch was dazu machen, und so, der Kicker wird auch. Ne? So, die Fans reden drüber, das wird so sein halt, ne? Wenn sich das nicht ändert. Und dann stehst du irgendwann wirklich vor der Situation, dass du sagst, okay, das ist ja keine Übergangssituation, sondern es ist eine Champions-League-Saison und wir müssen oder wollen unter die ersten 6 kommen, mindestens. Ich weiß nicht, was das Ziel war, das offizielle. Und dann musst du irgendwann abwägen, okay, gehe ich diesen Weg jetzt weiter oder gucke ich, dass ich das wieder stabilisiere und nehme ihn wieder raus, so, weil du dann eventuell doch nur in der Liga irgendwie 11. bist oder so. Aber das kann doch keine Option sein, Leute. Das kann doch keine Option sein, wenn du dich dafür entscheidest. Du hast es gesagt. Aber willst du eine Saison abschenken? Schenke ich die ab, wenn ich Santos spielen lasse? Das ist die Frage. Vielleicht kommst du ja an den Punkt. Digga, wir tun auch nicht. Da ist Zetterer auf der Bank. Ja. Da sitzt nicht Dida auf der Bank oder Walter Zenga, wo Fabian Barthez oder was weiß ich wer. Wo du sagst, ey, wo war ich unsicher? With all due respect. So, natürlich ist Zetterer ein solider Torwart. Ja. Aber rettet dir ein also man braucht auch nicht also ein Zetterer eine Champions-League-Saison rettet. Nein, aber guck doch mal, da will ich jetzt einmal noch mal kurz dazu, weil du spielst nächste Woche gegen Dortmund, flieg da mal raus. Ja, flieg da mal raus. Dann hast du eine sehr, sehr starke Champions-League-Gruppe, da fliegst du wahrscheinlich auch raus. So, und vielleicht kommst du in die Playoffs, vielleicht aber auch nicht, keiner weiß es so. Dann hast du nur noch die Liga. Wenn du dann irgendwann im, sagen wir mal, Dezember, Januar auf Platz 9 stehst und die europäischen Plätze immer weiter wegkommen, dann wirst du gucken müssen, dass du irgendwas machst. Ich sage nicht, dass ich das gut finde. Das kann doch seine Schuld sein. Also, liebe Leute, ich glaube... Da müsst ihr mal ein bisschen Druck aus dieser Santos-Diskussion. Lass mich mal ganz kurz rein. Und zwar, es lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit der Eintracht. Denn was die Eintracht in der Vergangenheit oftmals falsch gemacht hat, als es potenzieller Nachfolger für Okan Nikolov gab. Ralf Fährmann. Ja, war es tatsächlich. Ralf Fährmann war einer davon, aber es gab auch andere, wo die Eintracht viel zu wenig Geduld hatte, um die Leute reinwachsen zu lassen. Ich sage auch gar nicht, dass ich das Ich will nur sagen, manchmal, ja, es gibt ja viele junge Fans bei Fußball 2000, die kennen die ganzen Namen, über die wir sprechen, gar nicht. Aber es lohnt sich zu gucken und zu sehen, hätte sich schon manchmal angeboten, längerfristig auf Spieler zu setzen und nicht nach 3 Wochen wieder zu sagen, okay, das hat mir doch nichts gebracht. Oh, auch ein Pröll beispielsweise, der war auch verletzungsgeplagt. Aber Fährmann ist tatsächlich kein schlechtes Beispiel, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt hat er Fehler gemacht, jetzt müssen wir doch wieder den Nikolov-Move machen. Das wäre tatsächlich von Vorteil gewesen. Ich plädiere dafür, mit dieser Situation, wie wir sie jetzt gewählt haben, zu gehen. Und ich glaube, dass der Ausschlag nach oben bei einem Santos immer noch höher in die positive Richtung gehen kann, wenn wir Vertrauen haben. Aber dieses Vertrauen muss natürlich aus der Mannschaft kommen, muss natürlich vom Trainer kommen, dass er es auch spürt und dann wird das gut. Trotzdem ist natürlich die Gefahr klar, dass du aus Wettbewerben rausfliegen kannst. Das kann dir aber auch passieren, und das muss ich auch sagen, wenn Spieler im Defensivkonstrukt, im anderen, nicht an ihr Leistungsniveau kommen. Und dann muss ich aber auch sagen, dass ein Theater das seit Wochen nicht schafft. Wenn wir jetzt die Mikroschritte hier positiv sagen, ja, er ist halt ein bisschen besser gemacht. Trotzdem ist das nichts Krasses. Das heißt, vielleicht auch an den Spielern, die gesettelter sind, mal rangehen und sagen, und selbst da nicht mit harter Hand, sondern zu sagen, ihr müsst klarkommen und dann wird aber auch ein Santos besser funktionieren. Ich sage auch gar nicht, dass ich diesen Weg gehen würde und ihn rausnehmen würde. So, ich bin auch der Meinung, dass der ein riesen Potenzial hat und spielen muss. Aber ich weise nur hin auf die Gefahr, dass du
jetzt auch gerade in einer Phase bist, wo gewisse Weichen gestellt werden können für den Verlauf der Saison. Und diese Frage sich eventuell irgendwann stellen wird für die Verantwortlichen. Und dann ist die Frage, ob du in 4 Wochen immer noch dich hinstellen kannst oder in 6 Wochen, 8 Wochen und sagen kannst, ja, nee, wir machen so weiter. Oder ob du dann reagieren musst. Ich weiß es nicht. Das ist der Worst Case natürlich, keine Ahnung. Kann auch sein, dass er jetzt gegen Dortmund nächste Woche irgendwie 3 Mörderparaden rauspackt und dann reden wir da gar nicht mehr drüber. Aber ich sage, die Ansätze dieser Diskussion sind da. Und ob das jetzt verstummt oder nicht, das liegt jetzt an den nächsten Wochen. Ich sehe auch die Verantwortung ganz klar woanders und da stimme ich dir zu. Ich glaube, wichtig ist, dass jetzt auch ein Zetterer ihn supportet und da auch ein bisschen ihn einfach aufbaut, mit seiner Erfahrung ihn auch unterstützt. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe eines zweiten Torhüters und dafür ist er auch geholt worden, dass er eben da Support auch gibt mit seiner Erfahrung, aber vor allen Dingen bei der Abwehr. Also da sehe ich einen Koch, da sehe ich einen Theater, da sehe ich einen Christensen. Alles Spieler mit Erfahrung, alles Spieler, die, haben wir gesehen, in der vergangenen Saison ein Mörderniveau hatten. Die müssen das jetzt auch wieder auf die Platte kriegen und die müssen diesen jungen Torhüter dann auch ein gewisses Vertrauen geben und eine Unterstützung auch. Und deswegen sehe ich das als Verbundaufgabe. Ich sage auch, da muss jetzt einfach von anderen Spielern einfach mehr kommen. Die müssen jetzt Verantwortung übernehmen und den Jungen mit irgendwie hochziehen und rausziehen. Ne? Und dann ist es ja tatsächlich so, dass er vielleicht auch gegen Jubelspiele wie gegen Liverpool, über das wir jetzt vielleicht auch mal sprechen, dann in die nächste Situation kommt, wo er dann aber vielleicht auch brillieren kann. Ich glaube, genau das wird wichtig sein. Ich finde es auch gut, Basti, du hast ja gesagt, etc. Super toll, sind wir alle froh, dass wir ihn haben. Aber es ist jetzt auch, die Eintracht hat ja bewusst diesen Weg gewählt, dass ein Trapp jetzt mittlerweile in Frankreich spielt und eigentlich schon klar war, dass mit Santos potenziell die Nummer 1 da am Start ist. So, und jetzt ist es so, lieber Basti, am Mittwoch der nächste krasse Test gegen Liverpool. Ich sehe in deinem Gesicht relativ viele Sorgen. Hey, aber die sind scheiße drauf. Ja, wollte gerade sagen, also die 4 Spiele in Folge verloren. Was kann man tun? Nix. Was sollst du tun? Einfach erdulden. Ehrlich gesagt, wir haben ja das in der letzten Woche auch mal so angedeutet, die sind auch nicht in der Topform, bla bla. Das hat sich ein bisschen verschärft bei denen. Ja. Ehrlich gesagt ist das aber das, was mir am meisten Angst macht. Tatsächlich, da kommt ein angeschlagenes Liverpool. Die werden auch, weil Liverpool 2000 hitzige Diskussionen haben. Wir haben auch schon telefoniert. Ja, wir haben schon kaum was verstanden. Der Akzent, das macht mich fertig. Die werden ähnliche hitzige Diskussionen haben. Warum? Also ich glaube, die Fehleranalyse bei denen ist auch schwierig. Ja. Da wirklich was zu finden, was greifbar ist, zu sagen, warum passiert das, wie es gerade passiert, auch in der Drastigkeit. So, und dann hast du die Eintracht. Bei der, und das muss man jetzt auch mal ganz kurz zusammenfassend sagen, Leute, uns fehlen 3 Punkte. Ja. Gegen Union Berlin, das war's. Die Eintracht hat einen Punkt in Freiburg geholt, uns fehlen 3 Punkte. Wenn die Eintracht 3 Punkte, dieses Unionsspiel nicht passiert, dann ist praktisch alles in Ordnung. Dann kannst du Luxusdiskussionen über Unsicherheiten führen und dies und das und anderes. Deswegen, weil ich finde schon, was anderes als Stefan sagt, zumindest wir können ja die Diskussion irgendwie relativieren, zu sagen, ja, wie du es gemacht hast, zu sagen, yo, jetzt hat man sich aber entschieden, am Arthur Bodo-Vergleich gezogen. Wir müssen es ja, die Diskussion, ich meine, so eine Diskussion kann ihn ja auch verunsichern. So, da muss die Eintracht halt sagen, ey, wir haben uns dafür entschieden, ziehen das jetzt durch. Ja, und dann gucken wir mal, was rauskommt. Dann kann man das am Ende bewerten und nicht nach jeder Kleinigkeit, die passiert oder nach jeder Großigkeit, wie jetzt dieser Freistoß hat. So, jetzt kommst du gegen Liverpool. Geht so. Wenn er jetzt jede Woche patzt, reden wir natürlich jede Woche drüber. Wenn er jede Woche Superparaden macht, dann reden wir da auch drüber. So, das ist ja quasi unser Job so. Also, ja, weiß ich nicht. Ich weiß aber nicht, ob man da immer das Brennglas drauflegen muss, weil ich habe es gerade gesagt, wenn der jetzt gegen Liverpool ein Riesenspiel macht, um mal wieder zu Liverpool zu kommen, Digga, dann ist auch noch nicht alles gut. Nee, klar. So. Na gut, aber also, was soll das heißen? So, das ist ja so. Dann reden wir drüber. Gott sei Dank, jetzt hat er so. Also. Wir können ja auch nicht jede Woche darüber sprechen. Ja, über gar nichts mehr reden. Natürlich kannst du es machen. Aber du kannst sagen, haben wir ja gar nichts mehr zu besprechen. Alles super, alles wunderbar. Nein, aber du kannst doch nicht einen Spieler, der eine Entwicklung macht, jede Woche neu bewerten. Ja, das war gut. Jetzt hat er wir bewerten alle Spieler jede Woche neu. Jedes Mal reden. Ja, aber das ist vielleicht ist das falsch. Jede Woche sitzen wir und reden über die Eintracht und gucken, schätzen ein, was passiert ist. Das ist doch eine Strecke, die wir machen. Da können wir doch nicht sagen, okay, alles klar, wir reden jetzt ein Jahr lang nicht über Kawhi Santos und gucken dann. Ja, aber man kann sagen, man muss abwarten. So, das ist Teil des Weges. Aber klar, wir warten ja ab und dann gucken wir trotzdem, was auf der Strecke passiert. Klar. Ich glaube, am Ende ist beides gut. Tatsächlich sind wir auch ein Format, was ja die Eintracht sehr eng begleitet. Natürlich reden wir auch über Folgefehler. Ja, oder vielleicht machen wir Folgefehler. Ja, kann ja auch sein. Trotzdem finde ich das tatsächlich ganz okay. Aber wir finden ja immer wieder den Weg hin zu einer gesegneten, normalen Debatte. Ja, mit viel Ruhe. Aber wir wollen weiter trotzdem über Liverpool sprechen, weil ehrlich gesagt,
fernab dieser Torwartdiskussion, ist das doch ein herausragend geiles Ding, was jetzt kommt am Mittwoch. Es ist ein schönes Champions-League-Spiel. Es ist eigentlich das Champions-League-Spiel, was ich mir immer erträumt habe. Die Eintracht gegen Liverpool. Ich stelle mir natürlich schon die Frage, was ist los mit Liverpool, dass die selbst gegen fucking Manchester United, diesen komplett fertigen, kaputten Verein, der seit Jahren nichts mehr geschissen bekommt, verlieren. Ja, da mache ich mir jetzt schon Gedanken. Ja. Aber das ist doch genau das Gleiche wie bei der Eintracht. Freiburg ist nicht ganz so fertig. Nein, das stimmt. Aber diese Eigendynamik, die entsteht halt schnell. Und das ist bei Liverpool genauso. Ja. Dann verlieren die mal 2 Spiele in Folge und dann fangen halt alle an zu schwimmen. Das ist manchmal nicht erklärbar im Fußball, aber es ist halt einfach super viel Kopfsache. Und wenn du da einmal so eine Dynamik drin hast, so einen Negativlauf, dann ist es manchmal auch schwer, da rauszukommen. Und bei Liverpool ist das Ding, das hat sich eigentlich vorher schon angekündigt, weil die haben eigentlich scheiße gespielt, ehrlicherweise. Ja. Also die Spiele davor waren nie brillant. Die haben immer ab der 80. dann irgendwie das Spiel noch gewonnen, so ein bisschen Leverkusen-like. Und irgendwann ist Leverkusen, auch ein Ding von gestern. Und dann irgendwann dreht sich das ja auch. Weißt du, das ist so ein bisschen, die haben vielleicht ein bisschen Glück gehabt in den ersten Spielen auch, weil sie immer am Ende diese Spiele gewonnen haben. Aber irgendwann hast du dieses Glück dann nicht. Klar. Und dann kommst du in so einen Negativstrudel. Also das zumindest, was ich jetzt gesehen oder gelesen, gehört habe, ist, die haben nie so geil gespielt, haben diese Spiele aber irgendwie gewonnen. Und das ist ja dann schon irgendwie ein Zeichen dafür, dass es nicht so ganz homogen da alles ist. Und da ziehe ich dann einen Vergleich zu PSG. Es bringt dir halt nichts, wenn du 1 Milliarde ausgibst und dir da alle möglichen Spieler zusammenkaufst, aber es als Gesamtkonstrukt nicht funktioniert. Das ist auch das Geile am Fußball dann immer wieder. Dann sage ich immer so, ja, kauft euch gerne für 1 Milliarde Spieler. Aber wenn die als Mannschaft halt nicht funktionieren, dann kann halt auch Eintracht Frankfurt als Einheit, als Mannschaft gegen Liverpool bestehen. Wie wunderbar und du diese Überleitung gemacht hast. Das ist halt einfach das, was ich feiere auch. Dass du immer noch dieses Klein gegen Groß auch haben kannst, weil es immer noch auf ein Gesamtkonstrukt ankommt und auf eine Homogenität. Und dieses Gesamtkonstrukt ist natürlich das, oder auch dieses Klein gegen Groß, was wir dann am Mittwoch erleben werden. Wie ist dein Gefühl dazu? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich einfach so, egal was wir jetzt die letzten Wochen für Diskussionen hatten, egal, dass wir jetzt 30 Minuten über den Torhüter gesprochen haben. Jetzt wird, für mich ist es Mittwoch wieder ein neues Spiel. Du hast keine Ahnung, was passiert, aber allein, dass Champions League wirklich Liverpool hierher kommt, ist schon geil. Das ist schon, ich meine, das ist ein Champions League-Spiel gegen Liverpool zu Hause. Ne? Das ist... Ich bin auch immer der Meinung, egal wie die Umstände in der Liga sind, du bist als Eintracht Frankfurt immer in der Lage, so ein Feierabend, super Partyspiel irgendwie hinzulegen, europäisch. Ja. Ich bin gespannt. Ich habe die Premier League wenig verfolgt dieses Jahr. Ich habe jetzt diese Ergebniskrise halt mitbekommen und so. Und letzten Endes, die haben natürlich einen absolut brutalen Kader. Jeder von denen ist eigentlich besser als sein Gegenüber bei uns. So. Der Verein, der am meisten eingekauft hat in der Vergangenheit. Ja, über 1 Milliarde, ne? Und über 1 Milliarde. Da müssen wir uns auch, egal wie da die Ergebniskrise gerade ist, da müssen wir uns nichts vormachen. Die sind die prinzipiell bessere Mannschaft und der Favorit. Aber ich glaube, wie gesagt, Europacup in Frankfurt, da kann immer was passieren. Und ich hoffe auf einen kleinen Überraschungserfolg. Basti, eher Angst oder eher Freude, dass Ekitike zurückkommt? Ich freue mich, dass er wieder. Ich glaube, das wird ein emotionales Highlight werden, dass er wieder zurückkommt. Ich glaube auch, dass er wesentlich anders empfangen wird als andere Spieler, die uns in Zukunft noch begegnen werden. Ich glaube, das wird eine coole Story, weil er irgendwie trotzdem, glaube ich, auch noch mit dem Herzen ein bisschen hier ist. Ja. Habt ihr das gesehen bei Instagram? Es ist ja dieses Video aufgetaucht, wo er auf völlig random Bolzplatz irgendwie so es sieht aus, als hätte er bei Kickers 16 da irgendwie auf dem Platz Sonntag sich da reingeschlichen, über den Zaun geklettert, mit seinem Eintracht-Shirt, um da ein paar Schüsse zu üben. Im Eintracht-Shirt, Alter, 3 Tage vorm Spiel. Das ist so geil, Alter. Und ja, das wird auch eine geile Story, aber das ist ja im Endeffekt eine Seitenstory, weil du spielst Champions League, du hast für die Champions League qualifiziert. Du kannst diese Champions League jetzt auch nicht irgendwie so seitlich dann machen, ja, wir sind gerade in der Entwicklung. Nee, du musst auch so ein bisschen in der Gegenwart leben, zu sagen, ich kann ja auch nicht immer alles planen, zu sagen, oh, der wird mal 80 Millionen wert, oh, der wird, du musst ja irgendwann auch mal wieder in der Gegenwart leben. Ja. Und zu sagen, ja, das ist hier eine Entwicklung, dann entwickelst du dich die ganze Zeit, ja, wohin denn? So, wohin entwickle ich mich denn? Dann gewöhne ich mich an irgendeinen Spieler und denke, das ist geil. Ja gut, aber wenn der geil ist irgendwann im Monat, dann ist er weg. So, weißt du, ihr seid jetzt nur dabei, dass ihr die Fehler beobachten könnt, die auf dem Weg nach oben machen. Wenn er die ausgemerzt hat, dann ist er weg. So, nein, es ist ein bisschen Gegenwart. Liverpool, das ist ein geiles Spiel. Flutlicht, es wird wahrscheinlich ein bisschen pissen. Das heißt, du hast auch noch so eine Atmosphäre, wo du sagst, Alter, wo irgendeiner mal Cold Rainy Night in Frankfurt. Ja. Can you do it on a rainy night in Frankfurt? Und die Antwort muss lauten, no, Alter. So, weil Liverpool ist nicht gut drauf, du kannst sie ein bisschen ärgern, du brauchst irgendwie dieses emotionale Highlight, vielleicht auch wieder ein bisschen ins Selbstvertrauen zu kommen. Aber ich glaube, da kannst du schon viel rausziehen. Wenn du irgendwann
aus diesem Spiel rauskommst, dann hast du das Gefühl, selbst wenn es nur unentschieden ist, ja, klar. hast du das Gefühl, ey, das haben wir geschafft. Gewinnt das Ding mal dreckig so, ne? Oder kassieren nicht 4 Tore. Ja. Oder nur 3. 0-3. Baby Steps, genau. Kassieren nicht 4 Tore in Liverpool. Dann lass dich nicht von Hugo und Isaac und wie sie alle heißen abschießen. Dann kannst du vielleicht auch Selbstvertrauen für die Liga daraus ziehen, weil es ist halt so, es geht dann direkt weiter. Das ist ja jetzt nicht nur, es ist ja leider kein gesondertes Highlight, wo man sich vorher und nachher großartig vor- und nachbereiten kann und sagen kann, nee, das geht bam bam, dann St. Pauli, dann hast du gesagt, Pokal Dortmund. Ja. Sondern das wird jetzt im Endeffekt zusammengefasst, werden das krasse emotionale Wochen mit all diesen Fragezeichen, die wir hier heute besprochen haben. Aber am Ende ist mir das alles egal. Weil das ist ein Spiel gegen Liverpool. Da werde ich mir sicher nicht auf der Tribüne stehen und Angst haben und sagen, fuck you. Das ist ein Spiel. Go, Liverpool muss gucken, was da passieren kann. Weil, wenn du das Spiel gewinnst, kann passieren. Wir haben schon alles gesehen. Dann bist du in der Champions League trotzdem noch dick dabei und hast irgendwie das Gefühl, okay. Und selbst im Unentschieden wäre es gar nicht so dramatisch, aber da stelle ich mir natürlich die Frage, du hast eben gerade gesagt, du willst nicht viele Gegentore kassieren, logisch, aber ist die Defensive, schon Fuchs auf jeden Fall, aber ist denn da die defensive Ausrichtung, wie wir sie jetzt gegen Freiburg hatten, ist das jetzt der Weg, wie man dann auch gegen Liverpool spielt, oder sagen wir, berauben wir uns dadurch der Offensivdynamik, die wir ja doch haben? Also, weil für mich ist das so ein bisschen der Punkt. Ich habe gegen Freiburg, wir haben es gesehen, na klar, für ein Auswärtsspiel war das so ein Ding, was eigentlich auch hätte ganz gut funktionieren können. Aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt eintauschen könnte, würde ich schon ganz gern die Offensivkräfte von Doan in voller Entfaltung sehen, genauso auch wie einem Can Uso. Und ich hätte eher Bock darauf, muss ich sagen. Mit der Gefahr, dass es dann nach hinten losgeht. Aber diese Magie, die wird mir eher bei einer solchen Ausrichtung aufgezeigt. Ich glaube auch, dass du es nicht allzu defensiv angehen solltest, auch wenn das natürlich ein gewisses Risiko birgt bei deren Truppe. Das ist schon so, aber es ist schon... Machst dir nicht dadurch kaputt, dass du dich angsthasemäßig hinten einstellst, ne? Sondern das ist ein europäisches Highlight-Spiel, da erwartet auch niemand groß was, sondern du kannst quasi, eigentlich hast du nichts zu verlieren, das ist Liverpool, der englische Meister, da kannst du einfach sagen, okay, wir sind einfach Frankfurt, wir sind hier der Underdog, let's go. Ja. Und ich bin gespannt, wie Topmodel das macht, weil das ist ja ein bisschen so die Sache, über die wir auch seit 2-3 Jahren reden, seit er da ist. Hat der genug Traute in manchen Situationen? Liebe Leute, für die junge Generation, ich muss auch nachschlagen, um genau zu wissen, was es bedeutet. Ich glaube, in den 80er Jahren zuletzt das Wort aufgetaucht. Aber da er Literat ist, verwendet er solche Dinge natürlich. Traute heißt eigentlich, hast du genug Mut. Zutrauen, Mut. So, ne? Also, oder denkt er, okay, ich gehe es erstmal defensiv an und... kein edgy Wort eingefallen. Traute, aber ist irgendwie auch geil. Ey. Ich bin ein alter Mann mittlerweile. Ich bin 41 Jahre alt. Ich darf du brauchst nicht sagen, jeder sieht solche Worte benutzen. Also wie gesagt, ich würde sagen, guck, dass du vielleicht wieder auf Viererkette umstellst, guck, dass du versuchst mitzuspielen, dass du versuchst auch das Heft des Handelns irgendwie so ein bisschen in die Hand zu nehmen. Ja. Das ist immer noch ein Heimspiel. So. Schon wieder so ein Begriff. Du musst gleich so einen Ohrensessel, gleich wechseln, Stefan, so einen Ohrensessel unterm Arsch. So eine Pfeife. So eine Pfeife. So Kinder, damals war das das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. So, bevor ich jetzt noch mehr Scheiße rede. Mitspielen, gucken, dass man es nicht zu defensiv angeht. Das heißt nicht, dass man nicht irgendwie konzentriert verteidigen soll, weil das musst du auf jeden Fall, egal wie scheiße die gerade in der Liga sind, trotzdem musst du gucken, dass du da nicht Robin Koch-like in der zweiten Minute versuchst, im eigenen 16er einen Pass in die Gasse zu spielen, sondern dann kloppen lieber raus. Ja. So, und trotzdem versuch deine eigenen Stärken aufs Parkett zu kommen. Also offensiv trotzdem unsinnige Leichtsinnigkeiten vermeiden. Mit möglichst wenig Phrasen. Dreschen wäre vielleicht Dreschen. Dreschen ist auch gut, auf jeden Fall. Basti, dein Tipp? Ich habe gar keine Ahnung. Ich kann dieses Spiel gar nicht einschätzen, weil beide Mannschaften irgendwie so in der Findungsphase sind. 0-0. Ich hoffe nur, dass so ein bisschen der Fight Club Frankfurt zurückkehrt, dass das irgendwie so ein Actionspiel wird, wo jede Sekunde jeder Spieler im Fokus ist. Und dann glaube ich, dass die Eintracht zumindest am Unentschieden schnuppern kann, wenn das Spielglück halt auch noch dabei ist. Das fange ich auch schon an. Anstecken, gell? Und ich hoffe, dass die Eintracht frohen Mutes dieses Spiel annehmen wird. Und das runde Leder ins gegnerische Tor buxieren für unsere tapferen Balljäger. ins Eckige befördern wird. Unsere tapferen Balljäger alles geben werden. Das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Ja. Wir gucken nur es ist im Endeffekt, glaube ich, ein sehr, sehr schwer zu tippendes Spiel. Ich hoffe, dass es ein bisschen Action gibt. Dass es Action gibt und dass die Eintracht am Unentschieden kratzt. Dass du das Gefühl hast, okay, die Nummer ist nicht nach 30 Minuten erledigt. Ja. Wo das Gefühl hat, dass irgendwie bam bam 2-0 und dann weißt du, okay, da kommst du jetzt wahrscheinlich eher nicht zurück. Und dann hast du vielleicht dann noch mal eine gute Phase, wo du rankommst und sagst, ja, hat man gut mitgespielt, bla bla bla. Nee, sondern ich hoffe, dass das Spiel lange, lange offen bleibt, weil das auch die Emotionalität auf den Rängen bestärken wird. Und darauf habe ich Bock.
Ja. Also einfach so einen emotionalen Abend, der lange offen ist. Genau auf das habe ich auch Bock. Weißt du, mal so eine Grätsche in den ersten Minuten, wo alle so schon mal so richtig mitgehen. Und so Christensen direkt mal so nach einer Minute. Genau, so ein, zwei so Umschaltsituationen, wo alle so, weißt du, wo so und dann auch so greift. Auch so ein Kyrgiakos Diego-Moment. Ja, genau. Was willst du, Alter? Mal so eine Ruhe. Das ist Frankfurt, Alter. Ja, das muss Christensen machen. Nein, das können auch 3 auf einmal machen, Alter. Kannst auch machen. Was ist los, kleiner Wirtz, Alter? Also dein Tipp? Mein Tipp, die hat doch gewinnt 3-1, Alter! Lisa, dein Tipp überrascht mich. Ich war kurz beim 2-2, aber Basti steckt mich an mit seiner Energie 2-1 Eintracht. 2-1, ja? Wow, okay, hier sind alle sehr, sehr optimistisch. Hier geht es ein bisschen runter. Ich sage, es wird ein 2-2. Aber ich glaube, auch mit dem 2-2 wäre die Eintracht super bedient. Das würde dann auch gleichzeitig die Wehrhaftigkeit der Eintracht zeigen. Wehrhaftigkeit? Das greift jetzt um sich. Wehrhaftigkeit. Liebe Leute, das ist auch so ein bisschen der Literaturpodcast. Die Frankfurter Buchmesse war jetzt hier. Ja? Und jetzt müssen wir uns natürlich, wir haben jetzt alle viel gelesen mit Sicherheit und müssen die Worte jetzt wieder verwenden. Und dementsprechend bin ich gespannt, was bei dir kommt. Aber ich sage 2-2 und ich glaube, das wird ein Turning-Point-Spiel. Denn wir haben es in den letzten, muss man auch mal sagen, wir haben es in den letzten Tagen auch gegen Freiburg. Hätte ja auch ein Turning-Point-Spiel werden können. Hättest du das 2-1 gewonnen, hättest du gesagt, okay, guck mal, wir haben Punkte verloren gegen Union Berlin. Jetzt haben wir jetzt diesen Punkt, diese 2 Punkte, beziehungsweise 3, dann dementsprechend zurückstibitzt. Ja, dann wäre es ja wieder ausgeglichen gewesen einigermaßen, weil du sagst die ganze Zeit vollkommen zu Recht, die 3 Punkte gegen Union Berlin fehlen. Ne? Das fehlt mir noch, aber dieser Turning Point, der kann vielleicht gegen Liverpool passieren, dass du sagst, ich bin wieder da. Ja. Bei mir ist der Wunschvater des Gedankens, ich will ein dreckiges... wir brauchen ein Äquivalent zum Karnevalsfeld ab jetzt. Genau, ab jetzt. Also irgend so ein Fritz von Ton und Taxis Reich, der dann so mit einer Pfeife da sitzt. Ja, das ist auch möglich, ja. Katha steht da kannst du dir schon mal Gedanken machen, wie du das zu visualisieren willst. Ich glaube, Stefan, teile deine Gedanken mit uns. Dreckiges 2-1, schäbig über die Zeit gerettet, der genau das darstellen wird, nämlich ein Startschuss in eine bessere Saison. Alles klar. Liebe Leute, wir sehen uns am Mittwoch wieder in der Reaktion und sind gespannt, wie es dann im Endeffekt ausgeht. Schreibt uns eure Tipps in die Kommentare. Aber bitte gesittet. Also so. Und verbleibt mit freundlichen Grüßen. Schreibt bitte auf eurer Schreibmaschine Kommentare. Ja. Genau. Und schickt sie uns per Fax rüber. Per Fax und ihr nutzt ChatGPT, das ist viel zu modern. Ciao, ciao. So Leute, lebendige Diskussion heute. Was fangen wir an mit dem 2:2 gegen Freiburg? Was ist denn eigentlich mit Kauas Santos los? Und wenn ihr diesen Patzer auch noch mal sehen wollt, dann klickt euch gerne rein in unsere Highlights. Kommentiert natürlich von uns, könnt ihr euch noch mal alles anschauen. Und dann blicken wir voraus natürlich auf das Liverpool-Spiel. Hier also klicken für die Highlights.